Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium hier auf Gen X Reloaded. Und ja, wer die letzte Folge gesehen hat, hat mitbekommen, dass ich ziemlich gefrustete bin, weil wir hier nicht weiterkommen. Oder weil ich hier ja nicht weiterkomme. Und ja. Und wie ich ja auch schon sagte, möchte ich nicht in Komplettlösungen oder so gucken, weil das halt ist für mich halt auch, na, das ist halt, Ego ist das Cheating, oder? Also deswegen wollte ich nochmal, nein, da bin ich falsch, nochmal bei meinen Klamotten gucken, wie weit ich meine Körperapparat hoch pushen kann. Also hier wäre einmal nur einmal und da ist -2. Das ist natürlich doof, nur einmal. Mann. Ich habe gedacht, dass man das dann dadurch vielleicht ein bisschen pushen kann, um die blöde Eismaschine da endlich aufzukriegen. Aber wenn ich nur +1 habe, weil da stand ja, ich muss meinen Körperapparat stärken. Körperapparat hier. Da bin ich schon auf 3. Aber ich habe noch nicht genug Platz. Deswegen, so, was ist denn das Feldhaus? Diese bei der Eismaschine brauche ich heroisch. Das wird dann noch ein bisschen dauern. So, da war das also Hafenviertel. Da hier ist dieser Spielplatz. So, und da ist die Kirche und ist das Feldhaus. Beziehungsweise das. Ja, wir müssen ja noch die Dings alle absammeln. Die Fallen. Vielleicht bringt uns das ja irgendwie weiter. Und wir müssen ja auch noch irgendwie an die zweite Unterschrift kommen. Das fehlt uns ja auch noch. Das ist Fischer drauf. Wurde hätte ich aber, glaube ich, geradeaus weitergehen können. Muss ich sogar. Warum komme ich denn hoch? Ja, da muss ich. Kann aber auch hier lang. Ja, das war halt die Tussi, Entschuldigung, nicht die Tussi, die Frau, die er unterschrieben hat. Und die andere muss ich noch irgendwie dazu kriegen. So, das ist dann ja wahrscheinlich da, wo ich schlafen soll. The door has seen better days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind from the sea. Even the lock looks slightly rusted. Ich öffne die Hüttentür mit dem Schlüssel. I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your new living arrangements. But just so you know, Ja. after we are done with the day, I'll still be staying in the whirling in rags for the night. We'll meet in front of the shack in the morning. The key turns with a satisfying click. You can enter the shack now. Nicht, dass er jetzt abhaut, das ist ja jetzt 8 Uhr morgens. So, gucken wir jetzt mal, was es hier so gibt. Du siehst die Wellen, das Meer, eine Kirche. Ja, da war ich sogar schon. Altes Science-Fiction-Magazin, Bücher über Vogelbeobachtung, ein Almanach von 39. Die komplexe Eismaschine sitzt still vor sich hin und gibt angenehme Wärme. Die Dielen knarren unter meinen Schritten. Was gibt es da? Halt. Sie nutzt einen thermodynamischen Expander-Kondenser-Zyklus. Nicht schlecht. Plus einen Burg. Mehr gibt's hier nicht? Gut. Ja, schlafen brauche ich jetzt nicht. Das wäre ja völliger Bullshit. So. Ja,
Then hey ho, let's go. My friend. Die hat nichts mehr weiteres zu erzählen. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Ich überzeuge sie, Everett's Dokument zu unterschreiben. Harry ist ein guter Name, vertraut dem Mieter. So. Wieder, was denn jetzt schon wieder? Ich habe von hier keine Map. Wo kann ich die herbekommen? Wo kann ich die herbekommen? Steht nichts. Gar nicht. Gar nicht. Ach, wie doof. Ja, da bin ich ja wieder am Anfang. Also nicht am Anfang, sondern da, wo mein Auto... Ja, das ist halt alles echt nervig. Gemein. Ich hab mich jetzt hier gewundert, wenn er da nicht hochgekommen wäre. Ah, da. Psst, der kommt nicht mal mehr mit. This is the trap Morel just set. Checking it over, he said, is just a technicality. But Greif nach der Falle. nothing but locusts in this trap as well. Definitely no cryptozoological monstrosity. Empty as all of them. One more of these and we're done. Sein Gesicht ist rot von der kalten Meeresluft. Es geht in die Hocke, er geht in die Hocke, um Atem zu schöpfen. Schade, dass sie hier nicht drin war. Können Sie nicht mehr? Ich möchte betonen, dass ich nicht damit gerechnet habe, an dieser Zelle eine kryptozoologische Monstruität vorzufinden. Oh, schade, dass sie hier nicht drin war. I'm just glad we haven't found some poor cat trapped in one of these. The reeds by the abandoned campsite hiss and shake in the lazily falling rain. It's good the cryptozoologists left. This isn't a very cozy place to stay night after night. The later it gets, the colder. Remnants of the camp can still be seen in the sand. The fire that's gone out. You feel strange, somehow. Es ist nicht spät. Es ist 8:30 Uhr morgens. My friends. Wo bist du? Wir sind bei Toby. Ich dachte, das wäre Gras. Aber nein, das sind Bäume. Na gut. So, und die vierte war... kontrolliere die Fallen. Kontrolliere die Fallen im Land's End, weit nordöstlich des Fettgebäudes. Ja, das ist doch Fell Electric, hießen die doch. Oder nicht? Ja, irgendwas muss das ja bringen hier. Kann ja nicht sein. Das ist Teflon. Das Telefon. Aber da haben wir ja auch schon Telefonstreich gemacht. Das muss man ja auch nicht übertreiben, nicht wahr? Also
So, hier ist der Pier, wo wir die Leiche gefunden haben. Ja, lauf. Finde ich gut. Einfach hinklicken, wo man hin will und dann zurück. Ah, halt. Das ist keine Flasche. Oh. Mein Ton ist weg. So. Hier noch irgendwo weiter? Hier geht's nicht so weiter. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. Was ist das hier überhaupt? It's military. A service depot of some sort. Ja, und was hat es versorgt? Probably something that is no longer there. Lieutenant betrachtet es an eine hockende Kröte in der Betonwerk. Ja, ich weiß, dass ich hier schon überall mal war, aber irgendwo muss ich ja eventuell was verpasst haben. Oh, Leute, stellt euch doch nicht so an. Ah, so. It takes you a moment, but finally you spot the last of Morel's traps. This one's partially obscured by the reeds. Ich greife nach der Falle. The trap feels light and silent as you pick it up. Something is different here. Ich sehe genauer hin. No locust. Huh? No phasmid either, but still. Ich sehe noch genauer hin. Well, the bait worked on something. This doesn't mean it was a reed monster, though. Unless you see one in there. I just see an empty trap. Ooh. The netting is a little untidy, messier than the others. Like someone or something picked up the trap and shook it before dropping it back down on the ground. Mich beschleicht das Gefühl, dass sich jemand oder etwas an der Falle zu schaffen gemacht haben könnte. Wenn es wirklich die Phasmide war? Was, wenn sie die Heuschrecken gefressen hat und dann entkommen ist? Okay, vermutlich war es nicht die Phasmide, aber trotzdem muss Morel davon erfahren. Sie haben aber recht, aber ich muss dem Kryptozoologen trotzdem etwas davon erzählen. Sie haben recht, diese Kryptonachforschung war eine dumme Idee. Nee. Perhaps our cryptozoologists have competition in the form of an actual entomologist, or someone else is sabotaging them. I could present more theories, but then I would be taking this on as a case, which I'm not. Und wenn es wirklich die Phasmide war? Right. Anyway, that's for the cryptozoologists to figure out now. We're not cryptozoologists. We're cops. Ja, ich weiß. Oh Mann. Jetzt kann ich zurück ins Whirling gehen. Schade. Hätte ja klappen können. So. Gibt's auch nichts mehr. Ja, jetzt haben wir das für den Kryptozoologen vielleicht zwar gelöst. Naja, was heißt gelöst, aber wenigstens hat er jetzt Gewissheit. Aber in unserem Fall bringt uns das trotzdem nicht weiter. Nicht wahr? Das ist schon ein bisschen... Gut.
Nicht, dass da jetzt irgendwie... War ja klar, das was sollte es gehabt haben. Aber trotzdem ist das irgendwo nervig. So. Hier wieder zurück. Ja, es gibt ja theoretisch wohl auch eine schnelle Reise, aber ich weiß nicht. So schinde ich Zeit und kann mir noch Gedanken machen, wie wir hier weiterverfahren. Denn ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Gerade nicht. Ich kann nur hoffen, dass uns das jetzt genug Punkte gibt, dass wir den Körperapparat erhöhen können. Dann ziehe ich noch dieses modische Tanktop an und dann flitzen wir wieder zur Eismaschine und machen das mal. Und hoffen, dass das reicht. Wäre schon schön. Also hier sind die... Ach, hier bin ich jetzt. Ne, hier bin ich jetzt total falsch. Hier sind die Lloyds. Die Raver. Ein Fischschwarm drängt sich auf den Zaunfall. Dann springt er ins Dunkel auseinander. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. So, und dann hier lang. So. Und wieder weg, ja. Jo. Und wie war euer Wochenende so? Was ist abgegangen? Ist irgendwas Aufregendes passiert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Genauso, wenn ihr kleine Tipps habt, wäre das auch sehr nice. Weil ihr seht ja, der Alte hier quält sich nur. Und das bringt euch dann ja im Endeffekt auch nichts. Ja, ja. Alle nicht so einfach. Ja, ich glaube, ich bin hier... Nee. Doch. Da geht's wieder zurück. Und dann kommt gleich wieder die heißgeliebte Musik, die mir wieder ein ID-Content-Beschwerde geben wird. Aber egal, da müssen wir durch. Ba, 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 ba. Da ist er. So, ab ins Whirling mit dem Morell gesprochen und mal gucken, was uns das bringt. Ja, und hier muss ich auch noch irgendwas machen können eigentlich, weil wenn ich doch dafür sorgen soll, dass die LKW fahre, oder muss ich das mit dem einfach klären? Aber um das mit dem zu klären, muss ich erstmal den Gefallen, den er mich gebeten hat, erledigen. Und dazu brauche ich die zweite Unterschrift von der Frau aus dem Dorf. It's great to see you again, officer. My wife can't wait to thank you. Go on, talk to her. Hab ich schon. Hä? Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. Du hast hier schließlich meinen Job. Es war wirklich ein
Epischer Track. Es lag auf dem Weg, während ich an dem Fall gearbeitet habe. Ich bin jetzt quasi auch ein Kryptozoologe. Nee, bin ich nicht. So ist also schließlich mein Job. Here, I want to give you a small token of my gratitude. It's a tie. Mexican origin. The pin is an antique. Quite special. Oh, danke schön. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. Nur. You could ask her about this when you get the time. It's probably a cryptid, but the phasmid, of course, is more important. Ich möchte gerne mit Kryptiden erfahren. You know, to hell with it. Let's have more cryptids. Of course, officers. Is there a particular cryptid you two are interested in learning about? Ja, ist dieser Vogel ein Kryptid? Ich zeige auf die Krawatte, die sie mir gegeben hat. No. It's the cryptid. Okay, was ist das für ein Vogel? The 8-eyed teratorn, the largest flying avian ever discovered, with a wingspan of 11.5 meters. It was thought to have gone extinct 3,500 years ago. Some even doubted the fossils were real. A mutation, they said. Until... Mutation? All of evolution is a mutation. No. Bis was? Until it was cited by renowned Gottwaldian explorer and naturalist Uwe Plattenkalk in 21. Uwe Plattenkalk. Nice. This renown seems a bit dubious. Your own catalogue comes up completely empty. But, of course, you are not all-knowing. Darüber will ich unbedingt mehr wissen. It happened on a botanical expedition into the vast and unexplored Oamrau Canyon in southeast Ilmara. Dr. Plattenkalk got separated from his group during a sandstorm. Okay, und Uamrau ist? The world's largest canyon system, sweetie. It's a barren waste east of the Erg Desert. An ancient riverbed completely dried up. Was ist dann passiert? Alone in the blasted desert heat, the doctor wandered eastward, where man hasn't stepped foot in over 1,000 years, since the fall of Pericarnassus. He was lost, without any navigation equipment, and desperately low on water. After a day or two, he noticed a bird high in the noon sky. A great blackbird. It seemed gargantuan. Every now and then, the bird would dive down to feed on an animal carcass somewhere on the horizon. But by the time Uwe got there, the teratorn had taken off already, and the carcass was picked clean. This happened many times. Er ist ihm gefolgt? Yes, or rather, hunting. A bird that big has a lot of blood in it, and he was dying of thirst. For many days, Dr. Plattenkalk followed the teratorn until they reached a great canyon wall where the bird finally landed to rest. The professor climbed up there with a rock in his hand. He found the bird sleeping with his head tucked under its wing, a great black pile of feathers on the perch. So he approached, slowly squeezing the rock in his fist. Ja, aber warum? Watch out. Then the teratorn suddenly looked at him. He could see it had 8 eyes, 4 on either side of its skull, like a spider. And the man couldn't move. He was paralyzed, frozen into place with the rock in his hand. Whatever he did, he could not get closer to the bird. Warum nicht? The bird was controlling his mind. It kept him from approaching. He could step back, but every time he stepped forward, paralysis. Uwe spent 3 days trying until the bird flew away. Aha. Moment, wie hat er denn überlebt?
so dass er hinterher davon erzählen konnte. The eight-eyed Tetatorn was indifferent to him, as long as he didn't get closer than 2 steps. It even let him feed on some carcasses up there, and the 2 unfertilized eggs it left behind. Ein achtaugiger Vogel, der die Gedanken anderer kontrollieren kann. Wie geil. Ja, obwohl, ich weiß nicht. Ein achtäugiger Vogel, der die Gedanken anderer kontrollieren kann? Nee, jetzt kommen sie. Ein achtäugiger Vogel, der die Gedanken anderer kontrollieren kann? Unmöglich. Jetzt kommen sie. Aber hallo? Guess way, sweetie. Cryptozoologists have been tracing it ever since, but Wamrao is vast, mysterious, and holds many secrets. Well. Modern radar telemetry shows great promise. We will confirm this one by the end of the decade, latest. Ja, du bist immer sehr positiv. Morell. This one I liked. Not only does it have 8 eyes, and is a living fossil, and the largest bird ever to live, it also does mind control. Das hast du gut zusammengefasst. Dankeschön, Kim. He's sincere. He likes the audacity of it. Und seitdem wurde der Vogel nicht mehr gesehen. Sadly, yes, but there are numerous reports of 8-eyed bird skulls from Il Mara. And then there's the striking resemblance to the Pericarnassian imperial eagle, an ancient heraldic symbol that is hard to pass off as coincidence. The imperial eagle, too, had 8 eyes. Okay. Not really. It's just stylization. The way they drew eyes. It's not a zoological drawing. Danke. Very, very hard. Ja. This one's very famous. Everyone knows it. People will be looking at that tie on you and thinking, that man is into cryptids. So, what else do you want to know? Gar nichts. Of course, dear. Das wäre vorerst alles. So, jetzt wollen wir mit ihm sprechen. Nothing like the gratitude of a good woman. Now then, what can I do for you? Er gibt mir einen festen Klaps auf die Schulter. No. He tries to play it cool, remain professorial, but inside, this man is itching for some news on those traps. Ich habe alle Fallen kontrolliert. Good. Okay. And? Und eine von ihnen war leer. Ding, ding, ding. Completely empty? Die Augen des Kryptozoologen weiten sich. Es war überhaupt nichts in der Falle. Keine Heuschrecken, keine Phasmide, nichts. No locusts? No phasmid either? Right? That's not ideal, but... Er kratzt sich am Kinn. It just means the Insulindian phasmid is even more clever than we thought. Ja, natürlich, das heißt es. She's engaging in a well-known self-deception called ich weiß. motivated Also, so genau reasoning. nicht. You should correct them. Of course, more clever. Yes, the Phantasmadeia picked off the locust and escaped. This is good news, though we'll have to reconsider the design of the traps, make them more secure. Another trip to the reeds. Ja, genau so ist es. Diese Phasmide ist eine wirklich geschickte Jägerin. Es ist nicht sonderlich wissenschaftlich, Rückschlüsse auf Basis einer Annahme zu ziehen, die sie für wahr halten wollen. I appreciate your concern, officer, but please leave this to the experts. Unless you have an alternative hypothesis you'd like to venture. You're jabbing at the soft underbelly of his psyche. He realizes he's gotten defensive. Actually, no. Excuse me for getting emotional. This is a big deal for us. You've helped us twice now, and brought some great news too. My gratitude, and the gratitude of the Société Kryptozoologique de Ravachol, is yours. Danke.
Heartfelt gratitude. But does it feel like closure? What really happened? Some kind of foul play might be afoot. Theft? Thank you, it's an honor. We should probably return to our main investigation here. This has been refreshing, but... Damn it, Lieutenant. Have you no intellectual curiosity? Consider the way the empty trap was disturbed, as though shaken. Most likely the hands of a young person. Hands small enough to fit inside the Die trap. Zwillinge, beiden Kinder. Entschuldigung, dass ich reingequatscht habe, aber schon zum zweiten Mal. Tut mir leid. You should ask the red-headed boy, Kuno. Ich glaube, ein kleiner Rowdy namens Kuno könnte die Heuschrecken gestohlen haben. A little hooligan. But what would a child want with bags? Wir haben das früher auch gemacht. Mit Gläsern und die dann ein bisschen beobachtet, dann hat man sie wieder rausgelassen. Keine Ahnung, warum man das als Kind gemacht hat. Oh, my dear Morel. You've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. Wow, wow, wow. Ich habe als Kind weder Insekten gequält noch alte Leute. Ich werde mit dem missratenen Jungen reden. Vielleicht finde ich ja etwas heraus. Delinquents. My favorite. Das klingt nicht so, als ob er das ernst meint. Danke. Oh, you've been such a dear to us. Please, let us know whatever you turn up. I have a feeling we're getting so close. Okay. Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty, but no more field trips for me. He hasn't been particularly forthcoming before. He may well still be hiding something. After he's left, it's too late. Really, Gary? We're getting somewhere here. I'd love to play suzerainty, but... Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. I know the little mutants around here. Leave anything out in the open and they'll steal it, even if it's bugs. Sieht in seinen Tee. Morel, it's been fun, really, but I need a bath and I have deliveries to handle. When this tea is done, I gotta run. No need to apologize, Geary. You've been more than helpful. We'll have to take a rain check on that game of suzerainty today, though. We're gonna follow this through. Okay, ich mache mich auf den Weg. Gut, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Und ja, wenigstens haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Wir werden dann in der nächsten Folge mit diesem Gary nochmal sprechen. Dann mit Kuno. Und dann hoffen, dass wir genug Punkte haben, um den Körperapparat erhöhen zu können, die Werte. Ja, alles klar. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Abo da. Oder einen Daumen nach oben erstmal. Abo natürlich auch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Alles Gute. Bleibt gesund. Bye bye. Euer Toby.